Gerade war noch Sommer, dann war Herbst und nun ist schon Winter. Die Tage werden wieder kürzer und man verbringt wieder mehr Zeit zu Hause. Ich liebe das, diese Zeit für mich. Ich brauche das. Ich kann so meine Batterien wieder aufladen. Bei einem guten Buch oder wie ich beim Malen. Ich bin, man würde sagen, irgendwas zwischen introvertiert und extrovertiert. Das heißt, ich schöpfe meine Energie eher aus meiner inneren Welt als aus sozialen Interaktionen. Doch sobald ich unter Leuten bin, würde das keiner vermuten. Ich plaudere drauf los, erzähle Geschichten, ich bringe die Leute zum Lachen und ich wurde schon oft als extrovertiert bezeichnet. Schließlich fällt es mir leicht, auf Menschen zuzugehen und in Gesprächen den Ton anzugeben. Es gibt sogar Leute, die sagen würden, du bist direkt. Ja, hast vielleicht eine große Klappe. Im besten Sinne natürlich. Aber in Wirklichkeit bin ich danach erschöpft. Diese Ambivalenz in Balance zu halten, ist da manchmal gar nicht so einfach. Ein klassischer Moment. Ich musste mich extrem aufraffen, um nochmal rauszugehen. Manchmal sage ich auch kurzfristig ab. Aber diesmal habe ich es geschafft. Die Gespräche gehen mir leicht von der Zunge und ich liebe es, diese Momente der Verbundenheit zu haben. In solchen Augenblicken fühle ich mich tatsächlich wie eine absolute Extrovertierte. Aber dann spüre ich meinen Social Timer ablaufen. Der Auftritt hat ein Limit. Sobald ich nach Hause komme, wische ich mir unsichtbaren Schweiß von der Stirn. Geschafft. Socializing over. Ey, und das Ding an der Sache ist, ich habe ja voll Spaß gehabt. Und das ist auch die Krux an der Sache. Wenn ich nicht dahin gehe, dann habe ich einfach extreme FOMO. Ich bin gerne da, es kostet mich halt einfach Energie. Vielleicht ein bisschen mehr als andere, vielleicht nicht so viel wie gänzlich Introvertierten. Und deswegen plane ich auch solche Dinge Wochen im Voraus. Und wenn dann der Tag gekommen ist, dann kostet es mich Überwindung. Aber ich weiß genau, dass es mir gut tut. Und wenn ich nicht gehe, dass ich es dann bereue. Extrovertierte Menschen laden sich ja in Gesellschaft auf. Sie tanken Energie durch das Zusammensein. Für mich hingegen ist das einfach eine schöne Anstrengung. Als ambivertierte Person verbringe ich 1/3 meiner Zeit aufgeladen und charismatisch und den Rest damit, meine Batterien wieder aufzuladen. Ich musste meine sozialen Muskeln anstrengen, mein Hirn auf Hochtouren arbeiten lassen, um präsent, aufmerksam und lustig zu sein. Ja, das kostet mich Energie. Und die muss ich irgendwo wiederfinden. Manche brauchen nach einer Party ein Katerfrühstück. Ich brauche dann eben eher das Alleinesein. Tage, an denen ich mit niemandem sprechen muss. Spaziergänge im Wald. Das Rauschen der Blätter, der Blick ins Tal. Das sind die Dinge, die mir wieder Kraft geben. Für Introvertierte klingt das bestimmt total vertraut. Aber ich bin eben auch nicht typisch introvertiert. Ich brauche Menschen, aber eben nur dosiert. Manchmal frage ich mich selbst, wie das gehen soll. Diese seltsame Mischung aus dem Bedürfnis, ein Teil von etwas zu sein und dem Drang, mich zurückzuziehen und in meiner eigenen Welt zu verschwinden. Das ambivertierte Dasein ist wie ein ständiger Balanceakt zwischen Nähe und Distanz. Ich bin irgendwie ein Social Butterfly mit einem stillen Herz. Vielleicht bin ich auch gar nicht so introvertiert, vielleicht bin ich auch einfach nur Mitte 30.
Menschen neigen dazu, Extroversion mit Beliebtheit und Energie gleichzusetzen. Doch die Wahrheit ist komplexer. Du kannst doch nicht introvertiert sein, du bist so gesellig. Hab ich schon öfter gehört. Und ich verstehe den Gedanken dahinter. Aber in Wirklichkeit verbinde ich mich mit Menschen, weil ich den Austausch schätze. Für mich ist es ein ständiges Pendeln. Ich mag Menschen, aber nicht zu viel auf einmal. Ich liebe es zu erzählen, aber nicht jeden Tag. Ich genieße es, da zu sein, aber ich bin auch gerne unsichtbar. Das Schöne daran ist, man bekommt irgendwie das Beste aus beiden Welten. Aber ich bin auch nicht extrovertiert, weil im Gegensatz zu Extrovertierten lade ich meine sozialen Batterien nicht auf, sondern sie laufen ab. Hey, was ist eigentlich mit dir los? Hey, das sind keine richtigen Menschen, das ist nur YouTube. Also, wenn ihr das nächste Mal jemanden seht, der in der Gruppe voll aufblüht und plötzlich spurlos verschwindet, denkt daran, manche von uns sind eben die Großfressen der Einsamkeit. Like and subscribe!